Espresso gefällig? Das hier ist der Outlet Nano, eine akkubetriebene Espressomaschine quasi für die Hosentasche. Nano ist hier gut Auslegungssache. Für die einen oder anderen ist Nano noch ein bisschen kleiner. Ich finde es aber für eine Espressomaschine schon wirklich sehr kompakt. Hat ein bisschen was über 25 cm und je nach Ausstattung wiegt das Ganze so 650 bis 700 Gramm. Was ist standardmäßig mit dabei? Überraschenderweise der Nano selbst. Dann habt ihr ein Becherchen, das auch gleichzeitig als Schutzkappe und Deckel dient. Dann habt ihr einen Brühkopf, den man einschrauben kann. Mit diesem Brühkopf kommen zwei Adapter. Einer ist klassischerweise für Kapseln, der zweite ist für gemahlenen Kaffee. Hier kommt dann auch noch ein kleines Löffelchen mit dazu. Ganz praktisch, weil es passt perfekt drauf. Das heißt, man kann den Kaffee noch ein bisschen aufschütteln und es dient auch gleichzeitig als Temper. Und somit kann man eigentlich schon ganz gute Espressi machen. Da kommen wir aber nachher noch drauf. Was man dabei allerdings berücksichtigen sollte, es ist kein Pressurized Basket, sondern der Mahlgrad muss tatsächlich schon passen. Abgesehen von der Standardausstattung gibt es auch noch einiges an zusätzlichem Spielzeug und Equipment. Unter anderem ein Transportköfferchen, das Basket Plus Set mit einem 18 Gramm Sieb, einem Temper, einem Trichter und so einem kleinen WDT-Tool, eine Reisewaage mit dazugehörigem Köfferchen und einem Ständer für die stationäre Benutzung. Außerdem haben sie vor kurzem noch eine elektrische Kaffeemühle mit rausgebracht, die zum Design passt und so Bohnenbehälter, Vakuumdinger, natürlich auch elektrisch. Also die geben schon Gas. Für mich reicht das Setup hier vollkommen aus, das ist auch das, was ich getestet habe. Nur das Thema Mühle müsste man noch etwas genauer beleuchten. Vielleicht meint das nachher noch. Schauen wir mal, ob die Zeit reicht. Wo wir gerade alles aufgebaut haben, sprechen wir kurz über den Preis. Der Nano in der Standardausführung ungefähr 150, die Tasche um die 40, das Basket-Set ebenfalls um die 40. Die Waage pendelt sich so bei um die 70 ein, wir haben gerade einen Einführungspreis, wer da Interesse hat. Der Stand ist auch was um die 70, also summa summarum kommt da schon ein bisschen was zusammen, wenn man alles benutzen möchte. Ist jetzt nicht wenig, ist auch die Frage, macht es denn überhaupt Sinn oder sollte man gleich in eine Siebträgermaschine investieren? Ist halt immer so ein bisschen die Frage nach den Anforderungen. Abgesehen davon sind die bei Out-In ja auch nicht dumm. Das heißt, ihr kriegt hier auch so ein paar Bundlepreise, dann wird es günstiger, ab und zu mal eine Aktion. Und der ein oder andere Influencer hat auch einen Rabattcode. Könnt ihr ja mal in die Videobeschreibung gucken. Vielleicht findet ihr da was. In dem Zusammenhang natürlich auch gleich der Disclaimer. Das Equipment wurde mir von denen zur Verfügung gestellt, damit ich es testen kann. Es ist kein Geld geflossen und sie haben keinen Einfluss auf die Inhalte gehabt. Ich habe lediglich mein Feedback zu den Gerätschaften an die zurückgespiegelt und das, was ihr seht, ist das, was die sehen. Butter bei die Fische. Wie schlägt sich das Teil in der Praxis? Ich habe es natürlich erstmal zu Hause probiert und dadurch fällt eigentlich der größte Vorteil dieses Gerätes weg. Nämlich dass es in der Lage ist, selber Wasser zu erhitzen. Das heißt, ihr braucht keine externe Hitzequelle, wenn ihr unterwegs seid, um hier einen Kaffee rauszubringen. Warum kann das Ding jetzt trotzdem zu Hause auch Sinn machen? Fällt einem eigentlich direkt ins Auge. Es ist super klein, super kompakt und in Kombination mit einer Handmühle würde ich mal behaupten, es gibt nicht viele Siebträgermaschinen oder Espressomaschinen, die weniger Platz wegnehmen als dieses Teil. Und sind wir mal ehrlich, ich wohne in München. In München kostet ein WG-Zimmer 800 € aufwärts. Entsprechend klein ist meine Küche und entsprechend froh bin ich, wenn ich ein kleines Gerät habe, mit dem ich trotzdem respektablen Kaffee machen kann. Es ist natürlich keine 2000 € Siebträgermaschine, müssen wir auch ganz ehrlich sein, aber mit den Möglichkeiten, die ich hier habe, bekommt man wirklich einen respektablen und guten Espresso hin. Wenn man weiß wie, ihr habt immer dieses Dreieck zwischen gut, günstig, einfach. Ein Gerät kann gut und günstig sein, dann ist es aber nicht einfach zu bedienen. Es kann einfach und günstig sein, dann ist der Espresso aber in der Regel nicht gut. Oder es ist gut und einfach, dann wird es aber nicht günstig. Demnach müsst ihr ein bisschen wissen, wie ihr das Ganze handhabt. An dieser Stelle noch ein ganz kurzer Werbeblock von unserem heutigen Sponsor, Moi. Wenn ihr denkt, hey, den Timon und seinen Kollegen, den würde ich ganz gerne mal zu mir in die Firma holen, um ein cooles Mitarbeiter-Event zu machen oder mir vielleicht zu Hause beizubringen, wie ich meine Espressomaschine einstellen kann, machen wir deutschlandweit. Schau einfach mal auf coffeemetaverse.de, da findest du einige Informationen. Die Privatkurse findest du auf meiner Website brewingbartender.com. Schau vorbei, guck's dir an und buch mich, wenn du möchtest. Fangen wir mit dem ersten, sprichwörtlich kleinen Nachteil an. Der kleine Siebkorb. Ihr kriegt in diesem Siebkorb ungefähr 7 Gramm Kaffee. Das ist wunderbar für einen klassischen italienischen einfachen Espresso. Sobald ihr aber einen etwas größeren Espresso möchtet oder vielleicht 2 Espressi, habt ihr schon ein großes Problem. Deswegen wäre ein Update zu diesem größeren Siebset, wenn ihr das zu Hause benutzen wollt, absolut empfehlenswert. Ihr könnt natürlich auch Kapseln trinken.
Das Problem mit den Kapseln ist aber, dass die Maschine, wie mir aufgefallen ist, die Kapseln nicht so gut perforiert wie eine klassische Kapselmaschine von beispielsweise dem großen N. Hat wiederum den Nachteil, dass das Wasser nicht so gleichmäßig durchlaufen kann und die Kapsel nicht so rund schmeckt wie aus einer speziellen Kapselmaschine. Aber auch da müssen wir uns mal wieder ehrlich machen. Ich würde mal behaupten, dass die meisten Kapseltrinker wahrscheinlich tendenziell den Unterschied jetzt nicht schmecken, ob der Kaffee aus einer Kapselmaschine kommt oder aus dem Outlet. Hier geht es, wie gesagt, eher um die Anwenderfreundlichkeit und es funktioniert hier auch wunderbar. Wenn ihr euch schon relativ früh so ein Teil gekauft habt, die haben den Brühkopf nochmal optimiert und diese Wabenstruktur innen drin ein bisschen verändert und dadurch wird diese Perforierung nochmal etwas verbessert. Aber sie ist immer noch nicht so wie von der klassischen Kapselmaschine. Aber es reicht vollkommen aus. Kommen wir zum nächsten Problem, der Temperatur. Wenn ihr die eingebaute Aufheizfunktion verwendet, in meinen Tests ist das Gerät maximal auf 90 Grad, meistens eher auf 88 Grad gekommen, was für viele Kaffees leider ein bisschen zu kalt ist. Das heißt, die Range an Kaffees, die ihr auswählen könnt, ist relativ klein. Namentlich könnt ihr nur sehr dunkle Röstungen damit zubereiten, ohne in die Unterextraktion zu rutschen. Das ist aber schon wieder ein bisschen nerdigeres Thema, aber if you know, you know. Aber auch hier gibt es eine Lösung für, indem ihr das Wasser einfach extern in eurem Wasserkocher aufheizt. So mache ich. Idealerweise lasst ihr dann noch 1-2 Durchgänge heißes Wasser durch das Gerät laufen, um alles schön vorzuheizen und dann bekommt ihr auch hellere Röstungen eigentlich ganz ordentlich hin. Was uns zu unserer nächsten Herausforderung bringt, die Brew Ratio. Wenn ihr euch ein Upgrade holt auf dieses größere Siebset, habt ihr 18 Gramm da drin. Das Problem ist, in dieses Wasserreservoir hier oben passen aber nur um die 75 Milliliter Wasser. Das heißt, das Maximum, was ihr da rausbekommt, ist eine 1:2 Brew Ratio, was relativ kurz ist und gerade für helle Röstung tendenziell zu kurz. Aber auch hier findet sich wieder eine Lösung. Indem ihr einfach den Deckel unten lasst und während der Kaffee durchläuft, ihr einfach Wasser nachschüttet. Somit könnt ihr selber steuern, wie lang euer Kaffee werden soll. Theoretisch könntet ihr dann sogar einen Kaffeecreme machen. Das einzige Thema, was ihr habt, ist das Thema Mühle. Hier solltet ihr euch wirklich nochmal Gedanken machen. Die Möglichkeit besteht natürlich, dass ihr euch eine einfache Handmühle holt. Die gibt es so ab 80 Euro. Ich würde euch aber fast empfehlen, bei der Mühle nicht zu sparen und sowas um die 150, 200 Euro für eine Mühle anzupeilen. Einfach deswegen, das ist eine Lebensanschaffung. Wenn ihr einmal in eine ordentliche Mühle investiert habt, in eine ordentliche Handmühle, die macht Spaß, die könnt ihr überall hin mitnehmen, die hält euer Leben lang, wenn ihr ein bisschen drauf aufpasst und gibt einfach viel, viel bessere Ergebnisse, wie wenn ihr Kaffee vormalt. Kommen wir zur eigentlichen Paradedisziplin des Out-Ins, wofür er auch konzipiert ist. Für Kaffee unterwegs. Ich selber habe ihn auch schon beim Camping dabei gehabt, um einfach mal zu gucken, wie so das Feeling ist, wenn ich so einen mobilen Espresso-Maker dabei habe. Grundsätzlich hat wunderbar funktioniert, as advertised, wie man so schön sagt. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, das hier ist eben dieser Reisekoffer. Und der ist, wie ich finde, relativ groß. Ja, also der nimmt im Gepäck viel Platz ein, schützt dafür natürlich auch entsprechend gut. Ich hätte mir hier vielleicht eher einen Sleeve gewünscht. Irgendwie was ich kompakt um das Gerät rum machen kann, dass es ein bisschen stoßgeschützt ist. Ich werde es jetzt nicht irgendwo die Treppe runterschmeißen. Es kommt in den Rucksack, irgendwo an die Seite, wo es schon relativ, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist mir einfach ein bisschen zu groß gewesen. Aber sonst hat es wunderbar funktioniert. Die Aufheizfunktion habe ich selber selten benutzt, weil ich tendenziell eben hellere Kaffees benutze. Plus der Akku geht halt sehr schnell leer. Also ihr könnt, je nachdem, wie kalt euer Wasser ist, wie viel Wasser ihr aufbrüht, könnt ihr 2 bis maximal 3 Durchgänge mit dieser Selbstheizfunktion durchführen. Auf der Webseite steht bis zu 5. Wenn ihr sehr wenig Wasser nimmt und das ein bisschen wärmer ist, dann sehe ich das auch. Wenn ihr das Ding jedes Mal voll macht, no way, 2 bis 3 Mal. Und wenn ihr nur die Pumpe benutzt, habt ihr laut Webseitenangabe um die 200 Shots. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht ausprobiert, so viel Zeit hatte ich dann doch nicht. Ziehen wir mal großzügig 50 Shots ab, dann habt ihr immer noch 150 Shots, die ihr damit machen könnt, wenn ihr das Wasser eben separat aufheizt. Psst, kleiner Tipp an der Stelle noch, ihr könntet euch theoretisch auch einfach eine Thermoskanne mit knallheißem Wasser mitnehmen. Das spart einiges an Batterie und an Zeit. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, nehmt ihr einfach noch eine Powerbank für euren Nano mit.
Ein weiterer Punkt, den ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr den Deckel hier drauf macht. Schaut unbedingt, dass ihr diese Löcher nicht verdeckt, also wenn ihr mit der Hand oder so runterdrückt, weil sonst schiebt es euch den Deckel beim Aufwärmen nach oben und der geht auf und die Gefahr ist, dass ihr euch was über die Hände schüttet. Was ich wiederum sehr cool finde, ist die Reisewaage von denen, die kommt standardmäßig in so einem kleinen Köfferchen mit drin, finde ich super cool, hat so einen kleinen Karabiner mit dran, kann man sich theoretisch auch an den Rucksack hängen und sie tut alles, was sie soll. Wenn ihr Bock habt, dass ich da mal ein Review drüber mache, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Also, die 2 Szenarien sind eigentlich gesetzt, entweder ihr seid zu Hause oder ihr seid unterwegs. Was an Equipment macht dann tatsächlich Sinn. Also ich würde euch den Basket auf jeden Fall empfehlen, weil ihr dadurch einfach größere Espressi machen könnt und einfach, ja, anspruchsvollere Kaffees auch. Das ist mit diesem kleinen Fummelsieb ein bisschen anstrengender und es ist auch ätzender zu reinigen tatsächlich. Also ich arbeite fast nur mit dem großen Sieb. Das macht tatsächlich Sinn. Die Waage ist nice to have. Ich finde sie cool. Vor allem mit dem Travel Bag ist jetzt aber nicht wirklich essentiell. Also ihr kriegt auch, weil 70 € ist natürlich schon auch ein Wort für eine Waage und ihr kriegt auf Amazon so Chinaware für 14, 15 €. Macht auch, was es soll. Ja, wiegt. Ist natürlich jetzt nicht so fancy. Ja, für zu Hause würde ich euch diesen Stand auf jeden Fall empfehlen, weil er das Ganze einfach einfacher macht. Und vor allem müsst ihr auch nicht die Maschine so gerade halten, weil wenn ihr die schräg haltet, dann ist die Extraktion tendenziell auch einfach ein bisschen ungleichmäßiger. Das vereinfacht das Ganze doch schon deutlich. Und ihr könnt auch längere Shots ziehen, weil es eben einfacher ist, simultan nachzugießen, während das Ding brüht. Geht natürlich auch aus der Hand. Also ist nicht essentiell, macht es aber schon deutlich bequemer. Und was ich auch ganz cool finde, dass die Waage hier einfach direkt reinpasst. Gut, aber das ist einfach ein Designthema und da bin ich auch leider ein bisschen affin für. Es ist, wie es ist. Den Koffer, den braucht ihr wirklich nur, wenn ihr irgendwie hardcore unterwegs seid. Weil, wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen zu groß. Er ist okay für die Sicherheitsbedürftigen unter euch. Die können sich das Gerät da reinpacken. Ansonsten schlagt es einfach in ein Handtuch oder in Socken oder was ihr sonst dabei habt beim Wandern und sonst was. Reicht vollkommen aus. Das Ding ist relativ stabil, es ist gut verbaut. Ich würde mir da wenig Sorgen machen. Um es aufs Wichtigste zu reduzieren, Basket Plus und der Nano. Mehr braucht ihr nicht. Alles andere ist Spielerei und Zusatz. Kommen wir zum großen Fazit. Nach all dem, was wir bis jetzt gehört haben, was sind Vorteile und Nachteile von dem Gerät? Szenario, ihr benutzt es zu Hause. Ganz klarer Vorteil, es braucht super wenig Platz. Zweiter Vorteil im Vergleich zu anderen manuellen Espresso-Maschinen ist der, dass ich einen konstanten Druck habe, weil ich eben eine Pumpe verbaut habe, die einfach konstant Druck liefert. Szenario, ihr seid draußen unterwegs, ganz klarer Vorteil, super kompakt, passt in jeden Getränkehalter. Zweiter ganz klarer Vorteil, heizt selber Wasser auf. Nachteil wiederum, Wasser aufheizen. Zum einen, es ist ein bisschen zu kalt mit 88 Grad im Schnitt. Und zum anderen, es dauert sehr lange, um die 6 Minuten, wenn ihr das Ding ganz voll mit normal kaltem Wasser macht, also um die 20 Grad, muss man schon Geduld mitbringen. Vorteil für beide Szenarien, ihr habt relativ große Auswahl an zusätzlichem Equipment, was vom Design her auch sehr gut passt, alles sehr hochwertig verarbeitet ist. Nachteil wiederum, alles relativ teuer. Entsprechend muss man sich genau überlegen, welches Szenario man bespielen möchte und ob das für einen Sinn macht. Für wen eignet sich der Out-in Nano? Für mich ist das so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau geworden. Ich habe den zu Hause, kleine Küche, passt wunderbar rein. Wenn ich mal Bock auf einen Espresso zu Hause habe, was eher selten ist, da trinke ich mehr Filter und Tee, bla bla bla. Wunderbar. Kann ich meinen Espresso machen, ist nicht der beste der Welt, ist aber wirklich sehr solide, schmeckt gut, gerade im Cappuccino, No-Brainer. Oder wenn du eben viel unterwegs bist und sagst, du möchtest auf einen guten Espresso nicht verzichten, macht umso mehr Spaß. Wenn du irgendwo an so einem kühlen Bergbach sitzt, ja, und dann euren Nano rausholt und dort mit der Kaffeemühle irgendwie so Insta-Style einen Espresso zubereiten könnt, mega. Richtig cool. Aber ihr seid eben limitiert in der Auswahl der Kaffees. Das heißt, die Gretchenfrage, ist das ein Geld wert? Wie so oft, es kommt drauf an. Überleg dir einfach, wie möchtest du deinen Kaffee trinken? Bist du viel unterwegs? Trinkst du eher zu Hause? Trinkst du viel mit Milch? Dann brauchst du noch einen externen Milchschäumer. Du brauchst einen externen Wasserkocher. Je nachdem, wie du das Ganze handelst, ist dir das zu viel Aufwand? Viele, viele Fragen, die ich euch in dem Sinne nicht beantworten kann. Was ich sagen kann ist, macht einen soliden Kaffee, Preis-Leistung, ist okay, wenn auch ein bisschen auf der teuren Seite, aber es macht, was es soll, was beworben wird und dafür finde ich es echt okay. Ich hoffe, der Review hat euch einen ganz guten Überblick über das Gerät gegeben und vielleicht die Entscheidung etwas erleichtert, ob das Gerät was für euch ist oder nicht. Ich sage auf jeden Fall danke, dass du dir das Video angeschaut hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Hier findest du die nächste Videoempfehlung für dich. Hier drüben kannst du den Kanal abonnieren und meinem Patreon joinen, wenn du mich ein bisschen unterstützen möchtest. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis dahin.